Hallo liebe Fahrradfreunde, heute ist ein besonderer Tag, es sind minus 15 Grad. Ich habe mir den kältesten Tag oder einer der kältesten Tage dieses Winters ausgesucht. Und nee, ich will nicht in Harz und Skifahren, sondern ich bin hier in Göttingen in der Innenstadt und ich habe vor, mein Fahrrad zu benutzen. Ja, das ist eigentlich absurd bei minus 15 Grad das zu machen, aber ich will mal testen, wie verhält sich die GoPro, wie verhalte ich mich, was macht die Batterie von meinem Tachometer. Ja, und was macht mein Rad? Das hier ist mein Rad. Die letzten Tage bin ich schon ein paar Mal gefahren und das waren so 10 Kilometer oder 9 Kilometer. Das ging eigentlich relativ gut. Die Kälte setzt einem schon zu. Die Wege sind ganz schön holperig, weil vieles ist nicht geräumt. Da, wo Salz ist, ist das ganz mehlig. Und man kommt kaum vorwärts, das ist wie durch Sand fahren. Da, wo gestreut ist, kommt man natürlich gut vorwärts, aber das ist meist auf den Straßen und da ist sehr viel Verkehr und den nervt natürlich, wenn die Fahrräder da unterwegs sind. Aber gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich halte euch auf dem Laufenden und gucken mal, wie sich diese Tür anfühlt und wie das ganze Material und ich selber das wegstecken. Okay, bis später. Jo, hallo liebe Radfreunde. Also, erster Batteriewechsel bei der GoPro, merkwürdigerweise schon nach einem knappen Kilometer. Ich habe jetzt eine neue Batterie reingetan, die ist aber auch nur halb voll. Ich habe 5 Batterien, davon sind 3 bei Amazon gekauft. Das heißt, die sind keine Originale, eventuell gehen die etwas schlechter, aber bei der Kälte nach so kurzer Zeit, und es waren 85% erst noch drauf, ist das zu wenig, dass die jetzt schon alle ist. Gut, ich fahre mal weiter und halte euch auf dem Laufenden, wie die GoPro das wegsteckt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Batterie auch die Kamera wärmt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass bei diesen kalten Temperaturen dann doch zu viel Wärme abgestrahlt werden muss. Okay, schauen wir mal.
Hallo, liebe Fahrradfreunde. Ja, es sind jetzt so gut und gerne 5 Kilometer, die ich gefahren bin. Ihr habt es gesehen, es ist ganz schön holperig. Also am schönsten fährt es sich natürlich auf der Straße, aber das sind nur ganz wenige Gelegenheiten, wo die geräumt ist und wo man sich auch, ja, sag mal, sorglos drauf bewegen kann. Also ich habe eine kurze Strecke über die Straße gefahren, wo es mal ein bisschen schneller ging. Aber die anderen Wege, auch wenn sie holprig sind, die machen Spaß. Also jetzt hier in der Sonne zu fahren bei diesen Minustemperaturen, das dürften jetzt noch so, ich denke mal minus 13 sein. Aber es war irgendwie herrlich. Ich friere auch nicht. Also ein bisschen war mir am Anfang an den Füßen, an den Fingerspitzen kalt. Aber die Aufregung bei diesem ganzen Gehoppel und der Konzentration und naja, die Brille immer zwischendurch beschlagen, das Halstuch vor die Nase mal nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dem Wärmeschutz. Aber jetzt hier in der Sonne zu stehen, ist einfach traumhaft. So, ich drehe mich mal einmal rum, dann könnt ihr so ein bisschen sehen. Ich bin hier am Baggersee von Rostov angelangt. Da sind auch zwei einsame Schlittschuhfahrer. Zum Material. Wie hat sich das alles verhalten? Also das zweite Akku, was ich reingetan habe, hat jetzt noch ein Drittel Füllung. Das heißt, das erste Akku hatte wahrscheinlich eine falsche Anzeige mit 85 oder vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt, aber die GoPro hat es gut weggesteckt, die war vorne auf dem Lenker. Das heißt, voll im Fahrtwind bei minus 15, minus 14, minus 13 Grad. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Sie hat jetzt auch so 3, 4, 5 Kilometer am Stück durchgehalten. Also alles gut. Also ich habe es durchgehalten, die GoPro hat es durchgehalten. Ja, mein Tacho am Rad, das hat gesponnen, aber nicht wegen der Batterie. Aber das war schon vorher so, dass es manchmal einfach die Kilometer nicht mitgezählt hat. Tut es jetzt auch nicht, aber das gucke ich mir zu Hause an, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist und ich mit den Fingern da besser arbeiten kann. Ja, dann ist ich habe vorne so einen Schmutzschutz am Vorderrad, das ist mir durch das Gerottel abgefallen, das klemmt jetzt irgendwo am Vorderrad, aber das ist auch nicht so dramatisch, das muss ich halt wieder feste machen. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwo so einen Ersatzschmutzschutz und weil das so reinklemmt, dass es mich nicht stört beim Fahren, ist alles in Ordnung. Also, im Großen und Ganzen ist eine super Tour, das macht richtig Spaß. Ich wechsle gleich hier nochmal die Batterie an der GoPro, begebe mich dann auch so langsam auf den Rückweg, dann werde ich so am Ende ca. 10 Kilometer gefahren sein und berichte euch nochmal am Ende, wie es dann ausgegangen ist. Vielleicht ändert sich ja noch mein Optimismus. Also, bis später. Tschüssi. Ja, hallo liebe Fahrradfreunde, ich bin zurück. Das waren 13 Kilometer, die ich gefahren bin. Das war eine Stunde und ich muss sagen, das hat riesig Spaß gemacht. Die Temperatur ist inzwischen gestiegen, es ist richtig warm geworden mit minus 8 Grad. Nein, ist natürlich noch sehr kalt, aber nichtsdestotrotz bei der Sonne. Der Vorteil war, es war kein Wind und dann machen solche Touren richtig Spaß. Ja, von den Straßen her, ihr habt so ein bisschen mitbekommen. Ich bin auch mal gespannt, wie wackelig das gleich alles aussieht, was die GoPro so wegsteckt. Aber laut dem, was man so an Action-Videos sieht, kann das eine ganze Menge wegstecken. Die Wege waren relativ verschneit, vereist, aber weil sie so vereist waren, waren sie auch gut fahrbar.
Und es gibt halt Abschnitte, wo gesalzen ist und dann ist das so mehlig und da kommt man nicht gut vorwärts oder wo es besonders huppelig war. Also durchgeschüttelt bin ich auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz hat es riesig Spaß gemacht. Die GoPro selber hat super gehalten. Also ich musste zwar noch mal einmal einen Akku wechseln, aber da ich jetzt nicht Zeitraffer gelaufen bin, sondern normalen Film habe laufen lassen, ist das alles sehr gut. Also da gab es keine Frostschäden oder sonst irgendwas oder Ausfälle, so wie sie manchmal beschrieben worden sind, sondern die hält super. Auch das Rad hat super mitgemacht. Mir ist warm durch diese ganze Bewegung. Ist es gar nicht so kalt gewesen und ich hatte wohl die richtige Kleidung an. Okay, das war dann das letzte Video für lange Zeit aus unter minus 8 Grad und kälter, weil wer weiß, wann es mal wieder so ein kalter Winter wird mit so viel Schnee und der Möglichkeit, das mal so zu testen. Also, dann bis zum nächsten Video.